Das, was wir heute haben, nämlich die sicherste Nordschleife aller Zeiten, das haben wir Jackie Stewart und später Niki Lauda zu verdanken. Mein Name ist Alexander Grass. Im Hauptberuf bin ich Lehrer und hier am Nürburgring kümmere ich mich vor allem um die Historie, um das Archiv und um VIP-historische Führungen. Ich bin Herbert Linge. Ich habe Zeit meines Lebens für Porsche gearbeitet, am Schluss Betriebsleiter in Weissach im Entwicklungszentrum. Und durch diese Tätigkeit wurde ich dann vom Deutschen Sportfahrerbund gebeten, die Sicherheitsdinge in die Hand zu nehmen und zu koordinieren. Das hat dann dazu geführt, dass ich einen Plan aufgestellt habe über mobile Streckensicherung und auch ein Musterfahrzeug gemacht hat mit einer eingebauten 100-Kilo-Löschanlage. Mit Niki Lauda verbunden ist natürlich auch das Schicksal des Nürburgrings, genauer gesagt das Schicksal der Nordschleife als Formel-1-Strecke. Und seit seinem Unfall am 1. August 1976 ist er die Figur, die immer mit dem Thema Nürburgring, Formel 1 und Sicherheit in Verbindung gebracht wird. Den Nürburgring von heute mit der Strecke von damals zu vergleichen, ist relativ schwer. Im Prinzip war die Streckenführung die gleiche, allerdings war die Strecke holpriger zu fahren und deswegen haben die ganzen Bodenwellen in den damaligen Fahrzeugen natürlich auch extreme Vibrationen und extreme Unruhen reingebracht. Hinsichtlich der Sicherheit waren die Rennen damals, gerade wieder aus heutiger Sicht, eine absolute Katastrophe. An wenigen Stellen gab es Leitplanken. Oftmals waren nur Hecken oder Bäume oder einfach ganz normale Felswände die Streckenbegrenzung. Wir haben heute an der Grand Prix-Strecke das Medical Center. Das gab es damals nicht. Das heißt, wenn es einen Unfall gab, wurde das nächstliegende Krankenhaus erst angefahren. Zum damaligen Zeitpunkt hat man sehr viel in diese Richtung gemacht. Also jeder Veranstalter hat auf der Nordschleife versucht, das Bestmöglichste an Sicherheit zu bieten und aufzubauen. Die Sicherheitsumbauten am Nürburgring ab 1970/71 haben die Sicherheit am Nürburgring schon massiv erhöht. Gerade im Vergleich zur Mitte und Ende der 1960er Jahre war es doch deutlich sicherer geworden am Nürburgring. Was allerdings nicht sicherer wurde, beziehungsweise nur sehr, sehr langsam sicherer wurde, waren die Fahrzeuge, die darauf fuhren. Das heißt, man konnte die Strecke so sicher machen, wie man wollte. Am Ende waren die Formel-1-Rennwagen trotzdem immer noch Geschosse, die nicht unbedingt auf diese Strecke gehörten. Die Nordschleife ist natürlich eine Herausforderung für Auto und Fahrer. Das ist überhaupt keine Frage. Dass natürlich für viele Leute hier ganz schwierig wird, das ist ja bekannt. Und man kann ja heute nach wie vor mit Fug und Recht sagen, der Nürburgring ist nach wie vor das Maß aller Dinge für ein Auto und einen Fahrer. Die größten Gefahren lagen im Prinzip an den Stellen, die abgelegen waren. Denn dort war schnelle Hilfe nicht möglich. Wenn es also einen Unfall gab, dann musste erst die Meldung rundgehen, dann musste das erst bekannt werden, bis an einzelnen speziellen Punkten dann beispielsweise ein Feuerlöschfahrzeug losfahren konnte. Das war auch das, wovor Niki Lauda immer gewarnt hat. Er hat vor dem Rennen 1976 gesagt, auf dem Nürburgring ist das Schlimmste, was passieren kann, ein Feuerunfall an einer abgelegenen Stelle. Am konkreten Rennwochenende 1976 war das Thema Sicherheit riesengroß. Und Niki Lauda war nicht nur die Stimme, die im Hintergrund quasi genervt hat und alle darauf hingewiesen hat, wir können und wir sollen und wir dürfen hier nicht fahren, sondern es lief wirklich darauf hinaus, dass es zu einem Boykott kommen könnte. Es wurde darüber abgestimmt, es wurde am Ende entschieden, es wird doch gefahren und Lauda hat sich dieser Entscheidung dann auch gefügt. Der Niki Lauda war einer derjenigen, der ganz offen seine Bedenken geäußert hat. Die Stellungnahme der Fahrer, von denen ja diese Beschreibung des Nürburgrings und die Gefährlichkeit oder Ungefährlichkeit des Nürburgrings ausging, die war natürlich für uns nicht unbekannt.
dass Niki Lauda der Totengräber der Formel 1 auf der Nordschleife des Nürburgrings gewesen sein soll, kann ich persönlich so nicht unterschreiben. Man muss allerdings ganz knallhart sehen, und das hat Niki Lauda mit seiner immer sehr rationalen und klaren Denkweise gemacht. Man muss einfach sehen, die damaligen Fahrzeuge und die damalige Strecke waren keine einfache und keine gute Kombination, sodass auch hätte weitaus Schlimmeres passieren können als der Unfall von Niki Lauda. Sodass Niki Lauda nicht der war, der am Ende zum Ende der Formel 1 auf der Nordschleife geführt hat, sondern Niki Lauda war der vollkommen zu Recht auf diese eklatanten Diskrepanzen zwischen Strecke und was wir an Sicherheit in der Formel 1 brauchen, aufmerksam gemacht hat. Von vielen Fahrern und auch von Niki Lauda kam natürlich einiges an Kritik an der konkreten Gestaltung der Strecke. Das betraf natürlich auch vor allem die Sicherheitsorganisation um die Strecke herum, dass natürlich auch bei Unfällen an abgelegenen Abschnitten direkt Hilfe da sein kann. Was er allerdings forderte, war nach den Forderungen, die die Fahrergewerkschaft schon vor 1970 schon formuliert hatte, was über diese Umbauten noch hinausging, war natürlich schwer realisierbar. Das war auch dem Niki Lauda klar, weswegen er dann ganz klar auf einen Boykott hinsteuerte und diesen halt auch eben unter seinen Fahrern zu verkaufen versucht hat. Wir haben natürlich schon versucht, hier möglichst festzustellen, was wäre unter den gegebenen Umständen verbesserungswürdig oder was müsste man besser machen. Und vor allem ist uns damals zu Bewusstsein geworden, dass die Sicherheitsvorkehrungen für die schnellen Fahrzeuge, sprich die Formel 1 oder die Sportwagen, einfach wesentlich größer sein müssen, wie wenn Tourenwagen im Einsatz sind. Die ONS-Staffel war im Grunde genommen nichts anderes als die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen mit Posten, Rote Kreuz und so weiter in Fahrzeuge zu nehmen, damit man schneller zu einem Unfallort kommen kann. Und diese ganze Einrichtung zu übertragen auf die verschiedenen Rennstrecken, das hat ja auch finanziell hohe Mittel verschlungen. Also es war eine richtige Fleißaufgabe, das auf diese Streckenlänge zu praktizieren. Wir im Motorsport von heute können uns sehr, sehr glücklich schätzen, dass sich in den letzten 43 Jahren diese Sicherheitsstandards massiv verbessert haben. Wir reden da beispielsweise von der Ausbildung der Marshals, wir reden von der Ausrüstung der Marshals, wir reden von den Fahrzeugen, Streckensicherungsfahrzeugen, die an der Strecke immer zugegen sind. Wir reden von heute so selbstverständlichen Sachen wie dem Medical Center, was jede Formel-1-Strecke und jede große Rennstrecke haben muss. Das gab es damals nicht. Die Nordschleife ist nach wie vor gefährlich. Und ich halte es für eine ganz gute Sache, dass jetzt auch die Fahrer vorher beweisen müssen, dass sie fähig sind, auf der Nordschleife halbwegs ordentliche Rundenzeiten zu fahren. Was am Ende dastand, Wochen oder Monate oder sogar Jahre nach dem Unfall, waren zwei Dinge. Es war am Ende der Anstoß, dass sich am Nürburgring tatsächlich was tun musste. Es war am Ende der Anstoß, der letzte Anstoß für den Bau der Grand Prix-Strecke. Und was am Ende auch da stand, war Niki Lauda als am Ende wirklich der Unsterbliche.